Morgen. You guys look good. Ihr seht alle gut aus. Geht's euch auch gut? You said yes. You're supposed to say I look good too. Come on, give me a little encouragement here. Also bitte, ihr müsst mir auch sagen, dass ich gut aussehe. Ermutigt mich mal so ein bisschen. Yes. Oh, come on, you can do better than that. I really deserve a better. Also ich verdiene das wirklich. Das möchte ich euch wirklich mal sagen. Come on, come on. Oh, that's still bad. Come on, give me something Das better ist than überhaupt noch nicht das, was ich eigentlich verdiene. Ein bisschen mehr. Good, good. I feel much better about myself now. Ach, jetzt geht's mir schon besser und ich denke auch schon viel besser über mich selber. I will periodically go to my wife and say, "You've got 90 seconds to encourage me. Do your best." Ich gehe manchmal zu meiner Frau und sage, du hast jetzt 90 Sekunden Zeit, mich zu ermutigen. Also gib dein Bestes. Sometimes I'll just tell her, "Tell me how awesome I am. Come on." Just Oder manchmal gehe ich hin und sage, oh, sag mir doch bitte mal, wie toll ich bin. Komm, mach mal. Sometimes I have to help her remember how awesome that Und manchmal muss ich ihr Erinnerungsvermögen etwas auffrischen, um mir mitzuteilen, wie toll ich eigentlich bin. because it's so overwhelming she forgets. So. Also es ist wirklich überwältigend, wie toll ich bin. How many of you know we need encouragement? Wie viele von euch wissen denn, dass wir überhaupt Ermutigung brauchen? Absolutely. We really need encouragement. Wir brauchen wirklich Ermutigung. And there's a reason for that. Und dafür gibt es auch einen Grund. Because the enemy empowers the religious spirit to condemn us almost continually. Denn der Feind, der wird den religiösen Geist immer wieder dazu bringen, dass er uns jedes Mal verdammt. Und zwar fast ständig passiert das. In fact, I believe much of the church is living more under the condemnation of the enemy than the encouragement of God. Ich glaube sogar, dass der größte Teil der Gemeinde mehr unter der Verdammnis des Feindes lebt, als unter der Ermutigung des Herrn. In fact, I believe many people mistake the voice of the accuser for the conviction of the Holy Spirit. Ich glaube sogar, dass viele die Stimme des Verklägers mit der Überzeugung des Heiligen Geistes verwechseln. And I'm going to talk about that in our second session this morning. Und ich werde im zweiten Teil unserer Lehreinheit heute Morgen darüber sprechen. But I want to devote a little time this morning to something very specific that I believe will be helpful to you. Aber ich möchte heute Morgen im ersten Teil die Zeit damit verbringen, was euch wahrscheinlich sehr helfen wird und was auch sehr besonders ist. I want to key in on some things that I said last night, move a little bit further with that. Ich möchte noch mal ein bisschen auf das eingehen, was wir gestern Abend gesagt haben, aber dann wollen wir da auch weitergehen. Let me tell you another story about my son, my oldest son. Ich möchte euch noch mal eine Geschichte von meinem ältesten Sohn erzählen. He's really an amazing young man. Er ist wirklich ein bewunderns- und bemerkenswerter junger Mann. He's extremely gifted, but he's extremely challenging because he's so strong. Er ist unheimlich begabt, aber er ist auch sehr herausfordernd, weil er so sehr stark in seiner Persönlichkeit He ist. is a tough little boy. Das ist ein wirklich tougher kleiner Kerl. And so when he was 10 years old, I was finishing my second book. Als er 10 Jahre alt war, habe ich gerade mein zweites Buch beendet. It's a book about a man who was really a 20th century apostle. He planted 100 churches in America in 8 years. Es ist ein Buch über einen Mann, der Ende des 20. Jahrhunderts gelebt hat und er hat innerhalb von 10 Jahren, 100 churches in 8 years. in 8 Jahren hat er 100 Gemeinden gegründet. That was it's more than one church a month. Das bedeutet eigentlich mehr als eine Gemeinde pro Monat. And many of them are still continuing to this day. That was in the 20s. Und viele dieser Gemeinden gibt es heute immer noch. Und das ist in den 20er Jahren geschehen. How many of you know that's an apostolic ministry? Wie viele von euch wissen, dass das wirklich ein So apostolischer Dienst there's ist? this whole debate today about apostles, and it's a lot of things are being presented as apostolic that don't even smell apostolic. Heute wird so vieles apostolisch genannt, was noch nicht mal nach apostolischem Dienst überhaupt riecht. I think you should be able to plant churches and birth new things if you're apostolic. Wenn du wirklich ein Apostel bist und apostolisch bist, dann solltest du in der Lage sein, neue Gemeinden zu gründen und sie am Laufen zu halten. That's a good place to say amen. Sag doch mal Amen dazu. Amen. Yeah, but I'm not going to go there. That's a different message. Aber ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, das ist wieder eine andere Botschaft. But I was behind on this book and I was so close to finishing it. Aber ich war an diesem Buch dran und kurz davor, es zu beenden.
And so I was scheduled to speak at our church in the mountains where I used to live. Und ich hatte einen Dienst in einer Gemeinde in den Bergen, wo ich gelebt habe. But I knew if I could just work through the weekend, I could finish this book. Aber ich wusste eins, wenn ich nur am Wochenende durcharbeiten könnte, dann würde dieses Buch am Wochenende fertig werden. So I called the pastor of that church and I said, listen, I really need to stay focused on the writing. I know I've not spoken here in a month, but just if you can let me out of this, I can finish this book. Und dann habe ich den Pastor angerufen und gesagt, ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn du mich von diesem Dienst entlassen könntest. Ich muss dieses Buch fertig werden. Ich weiß, ich habe bei euch jetzt seit Monaten nicht gesprochen, aber wenn ich weiter schreiben könnte, würde das Buch schnell fertig werden. So he reluctantly agreed. Und er war nett und hat dem zugestimmt. My family goes to church without me. I'm home writing. Meine Familie ist in die Gemeinde gegangen, ich habe zu Hause weitergearbeitet. And my family didn't show up home from the meeting for a while. Und meine Familie blieb ziemlich lange weg. Die kamen einfach aus der Gemeinde nicht mehr I zurück. was expecting them around 12:15. Ich hatte so erwartet, dass sie gegen 11:45 zurückkommen. 12:30 went by. Und dann wurde es nach 12:30 Uhr. 12:45 went by. Still no family. 1:45, immer noch keine Familie in Sicht. Now I knew my oldest son was wanting to get home because there was an American football game that day. Ich wusste, mein Sohn, I knew he would be home on time because there was an American football game that day. mein Sohn würde rechtzeitig nach Hause kommen, denn im Fernsehen lief American Football. You guys know American football? Kennt ihr American Football? Yeah, it's the real football. Das ist der eigentliche Fußball. See, you guys play in this thing that you call football. We call it soccer. Wisst ihr spielt dieses Zeug, was ihr Fußball nennt, aber im Englischen ist es Soccer. In America, we call it the rest of the World Cup. In Amerika ist das der Rest der Weltmeisterschaft. Okay, I won't use that one again. Never mind. Ich wollte jetzt nicht zu sehr drauf My son is eingehen. this huge sports fan, so I knew he would be home for the game. Also mein Sohn ist wirklich ein Sportfan und ich wusste, der würde pünktlich nach Hause kommen wollen. But he didn't arrive. So at 5 minutes till 1, Aber die kam nicht zurück und 1:05 my wife calls and she says, we're on our way home. Sorry, we're late. sie rief an und sagte, wir sind noch nicht zu Hause, es tut mir leid, dass wir so spät sind. And I said, yeah, what happened? Why did the pastor go so long? A long meeting would be getting done at noon or 12:15. I said, why did he go so long? Und ich habe gesagt, warum dauert das denn so lange? Warum predigt der so lange? Normalerweise machen wir 11:45 Schluss und dann ist man rechtzeitig zu Hause. Warum predigt der heute so lange? And my wife said, well, he actually never spoke this morning. Und dann sagte meine Frau, naja, der hat heute Morgen eigentlich gar kein Wort gesagt. I said, well, good night, honey. What happened? Ich sagte, ja Liebling, was ist denn dann passiert? She said, well, you'll have to ask your oldest son. He took over the meeting this morning. Naja, da musst du deinen Ältesten fragen. Der hat das ganze Meeting heute Morgen in die Hand genommen. I said, what do you mean? She said, you'll have to ask him when we get home. Und ich sagte, was meinst du damit? Sie sagte, frag ihn einfach, wenn wir nach Hause kommen. Well, here's what happened that morning at the church. Und hier ist das, was an dem Morgen passiert ist. I was scheduled to speak, and people were very disappointed when they found out that I was not speaking. Ich war eigentlich zum Sprechen eingeteilt und die Leute, die kamen, waren sehr enttäuscht, dass ich nun doch nicht da war. And they should have been disappointed because I'm awesome. Und das sollten sie auch. Es ist richtig, dass sie so enttäuscht waren, denn ich bin einfach super und toll. I've got a great ministry. Ich habe einen super tollen Dienst. And I realize this is offending some of you Und ich weiß, dass das jetzt einige von euch ganz schön quer runtergeht, wenn ich das sage. because I feel so good about myself. Denn ich fühle mich wirklich gut über mich selber. You feel good about me? Oh, it's great. Thanks, Johannes. Good. So during the worship time, Susie Wills is leading the worship. Während der Anbetungszeit, Susie Wills hat die Anbetung geleitet. And my wife was working in the nursery, trying to do some things and help out in the nursery. Und meine Frau, die hat im Kinderdienst mitgemacht, bei den kleineren Kindern, hat versucht, da mitzuhelfen, die Kinder ruhig zu halten. My son John, who was 10 at the time, went back to the nursery to talk to my wife. Und mein Sohn, der damals 10 Jahre alt war, ist hinten in diesen Kinderraum gegangen, wollte mit meiner Frau sprechen. And he said to her, Mom, while we were worshiping, my left shoulder began to hurt very badly. Und dann sagte er, Mama, während wir angebetet haben, fing meine linke Schulter furchtbar an zu schmerzen. But I know that there's nothing wrong with my shoulder. What do you think this means? Aber ich weiß, mit meiner Schulter ist eigentlich alles in Ordnung. Was glaubst du, was bedeutet das? And she said to him, John, go back and sit down and ask the Lord what it means, and whatever he tells you to do, do. Und dann sagte meine Frau zu unserem Sohn, John,
Setz dich hin, frag den Herrn und was immer der Herr dir sagt, dass du tun sollst, tu es bitte. Because we have this belief that when God begins speaking to someone, he can complete the speaking to them. Denn wir glauben, dass wenn Gott beginnt, zu jemandem zu sprechen, er sein Sprechen, sein Reden auch vollenden wird. So she steps out from the nursery and watches John. Also sie kommt raus aus diesem Kinderraum